Wet n Wild, einer der besten Wasserparks hier in Queensland, würde ich jetzt mal behaupten. Und wir haben ein Escape Pass gekauft, womit wir mit einem Tag einen dieser Attraktionen machen können, wie zum Beispiel auch Movie World oder was war das dritte? Jetzt helfen wir mal SeaWorld. nach. SeaWorld wäre das dritte von 3. Und heute ist der erste Tag, wo wir drin waren. Und wir haben jetzt alle Attraktionen durchgefahren und bewerten sie jetzt in Anschluss. Und ja, ich fand das sehr geil da drin. Ja, auf jeden Fall. Also wir werden gleich das Ganze bewerten, daher werden wir jetzt auch nicht sofort so viel sagen. Wir sind auch schon umgezogen, das ist jetzt eine im Nachhinein aufgenommene Szene, nach denen wir bewertet haben. Also guckt euch an und ja. Wir sind gute Wasserbahnen gefahren und ja, schaut rein, wie wir sie bewertet haben. Vielleicht interessant auch für euch ein Escape Pass mit 3 wundervolle Attraktionen, Parks, 3 wundervolle Theme Parks, die man besuchen kann, für nur pro Tag um die $50, meine ich. 60, um die $60 pro Tag. Das ist nichts. Also, und ja, ich werde euch sagen, macht es. Auf jeden Fall 1A Bewertung von mir. Und ich sage, macht es. Was würdest du noch sagen zu meinen Leuten? Na, wir gehen jetzt erstmal rein, würde ich sagen. So, waren doch schon drin. Da bewerten wir mal alle Attraktionen und schauen, was abgeht. Na, gucken wir mal, was die Super 8 Aqua Racer so drauf hat. Philipp, Bewertung von 1 bis 10 Supersternchen. Wie viel gibst du sie und warum? Ich würde eine 8 geben, es war schon sehr gut. Man ist auch schon was abgehoben, aber fehlt immer noch so ein bisschen dieser ganz genaue Kick. Leider haben wir unsere Zeit nicht erst jetzt gesehen, dass wir Zeiten gehabt hätten. Schade, ich hätte gerne gewusst, was ich gefahren wäre und welcher Platz belegt hätte. Naja. Ich würde ihr eine 7 von 10 Sternchen geben, weil es war schon sehr geil gewesen. Ich bin abgehoben tatsächlich, 2-3 Mal. Und ich gebe sie nur 7 weil ja, ich bin ein bisschen schwerer auf der Brust und es war so ein bisschen Angst verbunden als ja, mehr Spaß. So. Aber 7 von 10 ist ja auch nicht schlecht. So, ja. Gucken wir mal, was die nächste drauf hat. So, hier sind wir bei der River Raptors und ja, Philipp, du fängst immer als erstes an, ist mir egal. Wie viele Sternchen von 10 würdest du diesem Fahrgeschäft geben? Eine 4. Das ist sehr hart, weil allein der Aufstieg war sehr, sehr steil. Erstens das. Also man ist erstmal richtig lang hochgelaufen und das tut auch ein bisschen weh auf den Füßen. Besonders wenn noch die Sonne rausscheint und dann noch diese Steinchen, die so richtig beschissen rausstecken. Der Zug kam, wenn er mal runtergefahren ist, so von der Abfahrt ist ganz cool. Nur wenn der ganze Rücken dadurch auch Kratzer bekommt und das dann weh tut, macht keinen Spaß. Eine 4. Ja, mir hat es auch übelst den Rücken zerschossen, also richtig aufgekratzt. Und ich gebe der eine 5 von 10. So. Bye bye River Raptors. Ich glaube, du warst die schlechteste von allen. Schauen wir mal weiter. Die Super Ripper Attraktion. Davon Kaboom, Super Ripper und Basil sind halt einfach auch sehr geile Attraktionen. Ich würde sagen, die Super Ripper, die Basil ist die kleine Form von den Kaboom. Man könnte quasi 3-mal die Basil fahren und dann hat man einmal einen Kaboom. Und die Super Ripper waren, fand ich, einer mitunter der einzigsten Attraktionen, wo man keinen Reifen braucht. Ja. Waren aber sehr geil zu rutschen, tatsächlich. Und ja, ich würde der Kaboom, aber leider, weil man da so lange anstehen muss, eine 8 von 10 geben, aber nur wegen der ewig langen Wartezeit. Ansonsten das runter und hoch war richtig geil. Also von den Anstehen, ja, also wenn ich jetzt separat nehmen würde, ist eben anstehende Sie, ist schon ein Downbreaker und so vom Ganzen her ist eine 8 komplett mit dem Feuer dahinter. Ich sag mal, wenn die leer sein würde ich eine 10 von 10 geben, weil das macht schon ordentlich Spaß. Besonders wenn du da hochgeschossen wirst und wieder. Das macht richtig, richtig geilen Spaß, aber wie gesagt, das Anstehen nervt so ein bisschen, deswegen 8 von 10 ist gerechtfertigt. Was sagst du zu der Super Ripper? Super Ripper, super, sehr, sehr schön gemacht. Man kann gut als Wettrennen nutzen. Auch die Double Basil ist sehr, sehr geil von der Form her.
Man hat auch das Gefühl, wir haben ein bisschen absehen. Es ist ja auch schnell vorbei. Eine 7 und der Double und der Super war mindestens eine 9. Durchgehend. Der Basel würdest du eine 9 geben? Nee, der Super Ripper. Super Ripper kriegst du eine 9. Krass, Ja. von mir kriegt sie eine 8 von 10. Und die Basel, die kleine Kaboom, Eine 7. das war eine 7, kriegt von mir, ja, weil es wirklich sehr kurz war und ja. Aber dafür hat man super wirklich einen Bruchteil von der Kaboom angestanden. Ja, leider eine 6, trotzdem Spaß gemacht. Die Black Hall, einer der auch relativ guten Fahrgeschäfte, die mir auch sehr viel Spaß bereitet haben. Allerdings wahrscheinlich auch eine gute Erklärung, weil sie schwarz ist und die Sonne die ganze Zeit draufballert, war das Wasser wirklich furzwarm. Und die Luft, die entgegenkam, war wirklich mehr als ein Föhn. Also da leider nur eine 6 von 10 von dem ollen Kevin. Philipp? Ja, also ich fand die schön. Aber daher wirklich, dass sie dunkel war und extrem wie im Föhn war. Ich bin erstaunlich, dass Kevin nicht wie so ein Pool aufgegangen ist in der warmen Hitze da. Bin ich auch mit so einer 6,5 dabei. Alles klar, weiter zur nächsten. Schauen wir mal, was es so gibt. Hier gibt es natürlich auch noch einen geilen Whirlpool-Bereich. Allerdings fand ich das Wasser relativ warm und es war ja schon entspannt für zwischendurch, wenn man einen Schattenplatz kriegt. Aber für die australische Sonne war das schon sehr gefährlich. Ja, na wie gesagt, also da würde ich auch keine Punkteverteilung geben. Das ist einfach zum Entspannen gedacht. Ganz einfach, wer da Bock hat, kann sich da reinlegen, wenn man einen Schattenplatz bekommt. Wir haben zum Glück einen bekommen, haben auch ganz gut genutzt gehabt. Auch wenn das Wasser warm ist, habe ich Ihnen auch erklärt, warum es warm ist. Aber ja, so, ganz schön. Die Tornado, einer der besten, für mich schönsten Attraktionen, die es hier gibt, mitunter. Und ich finde, sie hat auch eine 9 von 10 verdient. Philipp, was sagst du? Ja, auf jeden Fall eine 9 von 10, das ist rechtfertigt. Weil du wirst hier rausgeschleudert. Mal wieder bin ich rückwärts rausgeschleudert worden. Kevin hat dann wieder ein bisschen Schiss bekommen, weil wir relativ weit hochgeschossen sind. Aber so ist es sehr, sehr schön. Und da ist eine 9 von 10 sehr, sehr angerechnet. Also, ja. Die Kamikaze, für mich einer der besten Fahrgeschäfte, die es hier gibt, die mir mitunter am meisten Nervenkitzel gegeben hat, wo ich auch Angst hatte, wo ich aus dem Fahrgeschäft rausfalle. Für mich einfach der Brüller und eine 9 von 10, weil es perfekt für mich einfach nicht gibt. Philipp. Fand auch sehr, sehr gut. Da Kev ja so ein bisschen Angst hat, dass wir rüberknallen. Ja, okay, er ist auch ein bisschen schwer, er konnte vorwärts gucken. Ich musste leider rückwärts sitzen, da ich leichter war als er. Und es ist ganz witzig, da ich auch wusste, so schnell werden wir nicht rüberschlagen, weil wir nicht über den Maximalgewicht kommen würden. Daher auch von mir eine 9 von 10 und wirklich empfehlenswert vom Ganzen her. Calypso Beach war wirklich einer der geilsten, fand ich, entspannenden Fahrgeschäfte, die es hier gibt. Und zwar schlichtweg einfach nur einen Reifen schnappen und den Fluss entlang fahren. Und das hat so viel Spaß gebracht, weil es einfach auch so simpel war, dass ich da wirklich für den Entspannungsfaktor und weil es halt mir Spaß gemacht hat, ja, eine 8 von 10 geben würde. Ja, mir auch. Also daher, dass es wirklich entspannt ist. Du konntest dich einfach reinhängen. Du konntest dort teilweise 2, 3 dir schnappen, wenn du es gewollt hättest. Also es waren immer Plätze frei, erstaunlicherweise. Ja, im Reifen reinzukommen ist für einige schwerer, für andere leicht. Wenn man nicht ein kleiner Kevin ist, der dreimal da aus den Reifen am Anfang rausfliegt, ist es auch simpel, einfach nur da drin liegen zu bleiben. Ja, wie gesagt, eine 8 von 10 ist es gerechtfertigt. Ja, ich hatte Spaß beim Rausfallen gehabt. Und so weiter, let's go! Eine gute Wellenbad hier, eine sehr geile offene Area. Allerdings haben wir das halt nicht benutzt, weil ja, die Sonne war so schon viel zu heftig für uns. Also haben wir diesmal einfach geskippt und mal geschaut, was für Fahrgeschäfte wir tatsächlich mal fahren können. Mammut Falls, wirklich unser erstes Fahrgeschäft, wir sind einfach der Meute gefolgt und sind dann direkt hier am Eingang des Wasserparks reingegangen. Und ich fand die Mechanik, Philipp fand die Mechanik auch ganz geil, wie die Reifen hochfahren. Und Nicht schleppen? Was? Nichts zum Schleppen? Nicht zum Schleppen, das war die einzige Fahrgeschäft, was so ein bisschen entspannt war zum Hochgehen.
Und ja, ich würde die Red Mammoth Falls, würde ich weil es unser erstes Fahrgeschäft war, Philipp ist rückwärts gefahren, das fand ich witzig, ein 8 von 10 geben. Ja, ich fand es auch ganz witzig. Mit 8 von 10 bin ich auch ganz zufrieden. Wenn man schwerer ist es immer positiv, weil dann fährst du vorwärts. Sonst, wenn man leichter ist, ist es immer schwierig. Man muss immer jemanden finden, der leichter ist als man selbst. Dann wird der nach vorne hinten geschickt. Das heißt, man sollte sich überlegen, mit wem man fährt. Ja, bei mir hast du da verloren, mein Freund. Ja, leider. Alles klar, dann sind wir hier fertig. Wir haben alle Geschäfte abgeklappert, die es hier abzuklappern gibt. Ja, was würdest du so einen Grundsterne von 10 geben für diesen Freizeitpark? Daher, dass er heute schon relativ voll war, es war ja immer noch wahrscheinlich genug Platz gewesen, ist er ganz schön. Leider, wenn er zu voll wird, ist es dann auch wieder ein bisschen ungeil, weil du dann ewig warten musst auf die Fahrgeschäfte, dann bist du wieder trocken. So vom Ganzen her ganz gut. Also ich würde sagen, der 7 ist ganz in Ordnung für das, was hier angeboten wird. Für $105 eigentlich normalerweise. Wir haben jetzt 58 und im Durchschnitt gerade gezahlt für alle 3 Attraktionen. 7 von 10 gibt er ihm. Ich würde dem Park hier tatsächlich auch, ja, ich fand jetzt wegen der Sonne, Australien und Hitze und so alles, ja, wegen der Hitze wär das Wasser ein bisschen kühler gewesen, hätte ich plus 2 Punkte gegeben. Also daher eine 7 von 10 von mir. Ja. Geil. Dann geht's wieder zurück zum Bus, zum Van und dann ab zur Gold Coast.